Lamm mit Huhn, Rind mit Gemüse, Kalb mit Kartoffeln. Die Auswahl ist nicht knapp. Doch welches Futter ist das Beste für unsere Fellfreunde? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Mein Hund frisst am liebsten Fleisch mit Gemüse. Mein Hund bekommt Dosenfutter, aber das ist so ein Bio-Dosenfutter. Morgens trocken, abends nass. Viele Argumente sprechen für Feuchtfutter. Die Warentester haben es unter die Lupe genommen und dabei festgestellt, Futter ist nicht gleich Futter. Wir haben tatsächlich innerhalb des Tests sehr große Unterschiede gefunden, von sehr gut bis mangelhaft. Im Test 22 Sorten Feuchtfutter für erwachsene Hunde, darunter Produkte von Supermärkten und Discountern, aber auch aus Fachgeschäften. Mit dabei 2 Sorten Biofutter. Packungsgrößen und Füllgewichte sind unterschiedlich. Die Tester haben daher für den Preisvergleich die Tagesration eines Durchschnittshundes berechnet. Unser Modellhund wiegt 15 Kilogramm, ist etwas mäßig aktiv, ein bisschen Couch Potato und entspricht in etwa dem deutschen Durchschnittshund. Mit 6,80 € ist die Tagesration bei Jarrah mit Huhn und Truthahn am teuersten. Jarrah soll aber alles enthalten, was Hund braucht, und zwar in bester Bio-Qualität. Ist Jarrah Bio besser als wildes Land Bio für 3,75 € oder als das herkömmliche Animonda für 1,95 € pro Tagesration? Mit 83 Cent ist die Ration bei Lidl Orlando am preiswertesten. Fürs kleine Geld gibt es kein Bio, doch Lidl verspricht, auch hier ist alles drin, was drin sein muss. Kann Orlando mit Edekas feiner Mahlzeit für 1,37 € oder mit Max Superfood für 3,15 € mithalten? Alle Futtersorten im Test sind sogenannte Alleinfutter. Was das bedeutet, ist gesetzlich festgelegt. Alleinfutter bedeutet, dass das Futter laut Gesetz dem Hund alle nötigen Nährstoffe liefern muss, die er täglich braucht. Vitamine, Spurenelemente, Calcium, Linolsäure fürs Fell, da muss alles drin sein. Im Lebensmittellabor wird geprüft, ob wirklich alles drin ist, was reingehört. Dazu wird das Futter in seine Bestandteile zerlegt. Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Auch das Mengenverhältnis muss stimmen. Erfreulich, einige Futter im Test bieten einen sehr guten Nährstoffmix. Viele andere sind immerhin gut. Von 22 getesteten Produkten waren 20 dabei, die die Hunde gut oder sogar sehr gut versorgen. Das heißt, die liefern alle notwendigen Nährstoffe auch in den richtigen Mengen. Aber wir hatten auch 2 Produkte, die dort ausreichend und sogar mangelhaft abgeschnitten haben. Im Labor wurde auch nach Schadstoffen wie Blei, Arsen, Cadmium und Quecksilber gesucht. Die Tester geben hier Entwarnung. Auch geheime Duft- und Lockstoffe, die die Tiere an ein Futter binden, sind nicht enthalten. Duftstoffe sind in den Futtern eigentlich nicht nötig, weil man beispielsweise mit Zutaten wie Leberextrakt aromatisieren kann. Das reicht den Hunden vollkommen, das finden die sehr ansprechend. Am Futter selbst gibt es am Ende wenig zu bemängeln. Kritik gibt es aber am Kleingedruckten auf Dosen und Schälchen. Besonders die Fütterungshinweise entsprechen oft nicht dem Bedarf der Tiere. Würde man zum Beispiel den Hinweisen von Animonda folgen, müsste der Modellhund schon bald auf Diät. Die Fütterungshinweise auf den Dosen sollten natürlich stimmen, damit die Hundebesitzer sich daran orientieren können. Bei sehr vielen Produkten waren die aber nur für zum Beispiel kleine Hunde angegeben oder die Portionen waren sehr klein oder sehr groß, sodass die Hunde da auf Dauer dann entweder Mangelerscheinungen bekommen oder Übergewicht. Übrigens, erstmals wurde in diesem Test auch die Recyclingfähigkeit der Verpackungen bewertet. Dabei gilt, Blechdosen und Aluschälchen gehen in Ordnung. Bei den kleinen Tütchen aus Alu und Plastik gibt es aber Probleme. Und da ist die Recyclingfähigkeit sehr schlecht. Es lässt sich nur die Aluminiumfolie quasi retten, sodass weniger als 20% des Produktes recycelt werden können. Der Rest wird entsorgt. Insofern sollte man auf solche Produkte vielleicht lieber verzichten. Am Ende der Tests landet Animonda Gran Carno auf dem letzten Platz. Bei Animonda Gran Carno fehlten wichtige Nährstoffe und die empfohlenen Portionen waren zu groß, sodass der Hund auf Dauer dick werden würde. Testurteil mangelhaft für Animonda Gran Carno. Kaum besser, wildes Land Bio. Testurteil ausreichend. Wegen fehlerhafter Fütterungsempfehlungen abgewertet Max und das teure Jarrah Biofutter. Testurteil ausreichend für beide. Empfehlenswert das Futter von Edeka. Da hat sowohl der Nährstoffmix gestimmt, als auch die Fütterungsempfehlungen und Deklarationen und Werbeaussagen waren auch gut. Testurteil sehr gut für den Testsieger. Und auch für die preiswerten Produkte von Lidl, Rewe und Aldi.
Fazit: Gutes Feuchtfutter muss nicht teuer sein, aber um fit zu bleiben, brauchen die Fellfreunde auch reichlich Bewegung.